Wenn ihr auch Freunde von solch atemberaubenden Naturspektakeln und Landschaften seid, dann seid ihr hier richtig. Wir bringen euch heute den Wildmarkswägen näher, die letzte Wildnisstraße bzw. höchste asphaltierte Straße Schwedens. In Zentralschweden könnt ihr hier über einen asphaltierten Weg auch mit größeren Mobilen über 380 Kilometer ein Naturspektakel sondersgleichen erleben. Wasserfälle, traumhafte Wanderrouten und ein top ausgebauter Rundweg für einen schönen Roadtrip. Ihr werdet wundervolle Freistehplätze an atemberaubenden Seen finden. Wir werden diese auch gerne mit euch teilen. Die Welt gehört niemandem. Bringt der Natur den Respekt entgegen, den sie verdient, und wir werden alle lange noch was von diesen wunderschönen Plätzen haben. Bei 8 Minuten 30 findet ihr in diesem Video auch noch eine richtig tolle Überraschung für euch, also seht euch das Video ganz an. Der Wildmarkswägen, hier seht ihr unsere Tour zum Wildmarkswägen, befindet sich in Zentralschweden. Hier dieser Abstecher, ja, das ist er. Hier seht ihr den Wildmarkswägen, man startet in Strömsund und fährt 380 Kilometer, eine top ausgebaute asphaltierte Rundstraße bis nach Vilhelmina über das alpine Stecknjokk-Plateau. Und hier seht ihr, wir waren mit einem 12,8 Meter langen Reisebus unterwegs und deswegen können wir euch auch jegliche Bedenken für größere Mobile und diese Strecke nehmen. Der Weg ist komplett asphaltiert. Es war früher eine Erz- bzw. Kupfermine auf dem Stecknjokk-Plateau und hierfür wurde eine asphaltierte Straße angelegt, die heute eine Tourismusstraße oder die Tourismusstraße in Zentralschweden ist. Unser Weg führte uns nach Ankarede, ein kleines Örtchen, ein Freilichtmuseum, das uns die Samenkultur näher gebracht hat. Es gibt aber auch zahlreiche Wanderwege auf den Wildmarkswegen, die durch wunderschöne Wald- und Moorlandschaften führen und uns diese atemberaubende Natur noch einmal hautnah erleben lassen hat. Auch auf dem Stecknjokk-Plateau gibt es wunderschöne Wanderwege, um die Natur hautnah zu erleben. Und hier haben wir tatsächlich das allererste Mal eine Gruppe Rentiere vor die Linse bekommen. Das war ein atemberaubender und echt zugleich aufregender Moment für uns alle. Wir durchqueren 3 Vegetationszonen auf dem Wildmarkswegen. Zuallererst die borealen Nadelwälder, danach die Fjell-Birkenwälder und zu guter Letzt die subalpine Gras- und Moorlandschaft des Stecknjokks. Und hier seht ihr die offizielle Tourismuskarte des Wildmarkswägen. Hier sind 48 Attraktionen eingezeichnet. Wir wollen euch die Haupthighlights heute mal näher bringen. Da sind ganz viele kleinere Sachen dabei, wie Bike-Ausleih und so weiter, aber die wirklichen Highlights bringen wir euch näher. Man startet in Strömsund und unser Weg führte uns zunächst von Strömsund nach Bargede. Hier fanden wir unseren ersten wunderschönen Freistehplatz, den wollen wir gleich auch gerne mit euch teilen. Wir hatten so circa 3 bis 5 Tage für den Wildmarkswägen eingeplant. Das ist auch eine sehr, sehr gute Zeit, weil es gibt wirklich sehr viel zu sehen und zu erleben. Ihr seht hier ein traumhafter Platz am See, auch für unseren Bus groß genug mit Feuerstelle, traumhafter Blick, abends einfach eine wundervolle Kulisse. Eigentlich wollten wir zu den Hjellingsfälle, die ihr hier seht. Das ist ein sehr beeindruckender Wasserfall, der da eine große Schlucht stürzt. Allerdings war da das Problem, dass man eigentlich den Wildmarkswegen verlassen muss und 20 Kilometer Schotterpiste zu den Hjellingsfället fahren muss, die, wie wir dann auf Park4Night in ganz vielen Kommentaren gelesen haben, eine richtig schlechte Piste ist. Und das war uns dann in dem Moment für den Bus einfach zu viel. 40 Kilometer hin und zurück über krasse Schotterpiste haben wir einfach nicht gemacht. In Bargede findet ihr die Freistehplätze hier, wenn ihr den Wildmarkswägen direkt verlasst und Richtung des Staudamms fahrt, der hier das Wasserkraftwerk betreibt. Und hier seht ihr, hier sind 5 wunderschöne Freistehplätze im Wald. Die auch wirklich nicht steil erreichbar sind. Hier seht ihr, wie wir da einparken. Ist ja immer wieder ein Erlebnis, wenn der Bus irgendwo im Wald rumfährt. Ich finde es jedes Mal, gerade wenn man sich selber von außen sieht, irgendwie schon faszinierend. Aber ja, jetzt nach einem Jahr, das ist mittlerweile Alltag. Das geht gut von der Hand. Wir sind auch noch nicht aufgesessen und so. Also wir haben mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Also die Ecke, traumhaft. Schaut euch an, wo das genau ist. An dem Wasser, also an dem Stauwerk von Bargede, findet ihr gleich kurz davor abbiegend wunderschöne Freistehplätze und es lohnt sich. Man kann dann von dort aus auch den Tagesausflug zu den Hjellingsfället starten. Hier kurz bevor es über den Staudamm geht, biegt ihr rechts ab und findet dann eine Vielzahl an so ganz kleinen Freistehflächen hier. Bei uns ging es dann weiter nach Ankarede. Auf dem Wildmarkswägen gibt es 2 Möglichkeiten, in einem Freilichtmuseum der samischen Kultur
stöbern. Das ist einmal in Ankarede oder weiter nördlich in Fatmomakke. Wir haben den Abstecher nach Ankarede genutzt, um dort eine samische Kirche und eine alte Nachbildung einer Siedlung anzusehen. Sehr beeindruckend, toller, großer, geschotteter Platz vor dem Freilichtmuseum. Und man kann dann ganz in Ruhe das Freilichtmuseum besuchen, beziehungsweise von dort aus auch wunderschöne Wanderungen starten. Dort fließen 2 Flüsse zusammen und es ist ein sehr, sehr schönes, stark mooriges Waldgebiet, das man da wandern kann. Oh Gott! Zu viel Kuchen gegessen! Zu viel Kuchen gegessen, der Stillkraft. Wie ihr wisst, haben wir den Wildmaxwägen in der Nebensaison besucht. Und so war es auch kein Problem, bei den Gausterfallet, unserem nächsten Ziel, einen Parkplatz zu finden. Da ist ein relativ kleiner Parkplatz direkt an der Straße und es geht ein Weg hinauf zum Gausterfallet, der hier, seht ihr es, in eine kleine, ganz kleine Klamm einfällt. Wunderschön. Ein recht, ja, unbefestigter Weg, wirklich ein schöner kleiner Wildnispfad. Nehmt es in Kauf, ist eine richtig schöne Wanderung da hoch. Und der Bereich am Wasserfall selber ist auch absolut idyllisch. Wir haben das sehr genossen. Es ist nicht Platz für viele Fahrzeuge, vielleicht für 5, 6 Vans so im Schnitt. Die können da gut parken. Also in der Nebensaison überhaupt kein Problem, in der Hauptsaison wahrscheinlich voll, je nachdem. Naja, für uns ging es dann von den Gausterfallet weiter. Noch ein Stückchen durch den borealen Nadelwald, dann noch kurz durch die Birkenwälder und dann haben wir das Hochplateau erreicht. Hier, das Stekenjokk-Plateau. Zuerst fährt man durch einen naturgeschützten Bereich. Hier ist vom 10. Juni bis zum 10. Juli wegen der Brut- und Setzzeit das Wandern verboten. Es gibt viele Parkplätze, auch in diesem Bereich, die bitte auch in der Zeit meiden. Der große Parkplatz, den ihr anschließend seht, ist der Hauptparkplatz auf dem Stekenjokk. Am besten ihr hört selbst kurz hin. Das sind die Windgeräusche, also wie man sich's vorstellt. Hochebene, entsprechendes Wetter. Auch sehr freundlich, sehr wechselhaft, aber einfach wirklich eine wunderschöne Ecke. Hier oben haben wir echt viele Rentiere gesehen und teilweise kamen die wirklich richtig nah an die Parkplätze ran. Und ja, wir konnten sie richtig gut aufnehmen, wie ihr hier sehen könnt. Es scheint fast so, als könnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Für unsere Wanderung sind wir dann ein kleines Stück zurückgefahren, wie ihr hier auf der Karte sehen könnt. Die Pfosten mit den roten Kreuzen dienen im Winter zur Orientierung für die Snowski-Touren und uns haben sie auch so ein bisschen Orientierung geboten, weil wir auf den Trampelpfaden geblieben sind, um ja bis da hoch, fast auf diese Spitze, die ihr da hinten sehen könnt, zu wandern. Durch richtig krasse Moorlandschaften ging es dahin durch. Die letzten Tage hatte es auch ziemlich viel geregnet gehabt und ja, es war auch eine Herausforderung für Luki, denn immer wieder kamen diese Rentiere. Nach einer super coolen Wanderung und richtig klitschnassen Füßen ging es dann weiter für uns auf Stellplatzsuche, als plötzlich hinter uns ein Auto blinkte und wir uns gefragt haben, okay, was will die Person da jetzt hinter uns? Wir halten mal lieber an. Und schwuppdiwupp stand da schon eine junge Frau an unserer Tür, die da klopfte. Wir haben sie reingelassen und sie hat uns gesagt, ja, sie hat da jetzt gerade ein paar Aufnahmen von uns gemacht, während wir gefahren sind und ob wir die nicht haben wollen für unsere Videos. Sie hat da mal kurz unseren Kanal gecheckt und ja, hat die uns angeboten. Wir fanden das total cool, haben uns total gefreut. Sie haben uns gleich verquatscht und sie war total begeistert oder ist total begeistert von unserem Bus. Wir von ihrer Musik, weil wir erfahren haben, sie ist schwedische Singer-Songwriterin. Und wir verlinken euch da jetzt gleich mal ihren Kanal zu ihrer Musik und wollen sie auf dem Weg auch echt unterstützen, weil sie einfach echt eine klasse, sympathische Frau ist. Und ich würde mal sagen, ihr hört jetzt einfach mal selber rein und macht euch selber ein Bild von ihrer Musik. Linnea Björn heißt sie übrigens. Bitteschön. End up high in a stolen car, felt my heart beat
Wow, was für eine tolle Musik, oder? Nach ausführlichem Quatschen ging es dann für uns weiter runter, wieder vom Plateau, was übrigens für die Durchfahrt nur von Anfang Juni bis Mitte Oktober geöffnet ist. Ansonsten kann man da nicht durchfahren. Und es gibt auch keinen Weg drumherum, weswegen es sich auch genau lohnt, in diesem Zeitraum den Wildmaxwegen zu befahren. Unser Weg führte uns dann vorbei an Fatmomakke, ein weiterer Ort, an dem ihr samische Kultur kennenlernen könnt. Zu unserem letzten Stopp, der ist ca. 30 Kilometer entfernt von Fatmomakke, zu den Trapstikfossen. Natürliche treppenartige Wasserfälle bzw. Stromschnellen, und hier könnt ihr die nochmal ganz genau sehen. Da haben wir ein paar Aufnahmen gemacht. Einfach echt toll, dieser Ort hier. Und hier befindet sich gleich in der Nähe auch noch ein weiterer Tipp von uns, ein echt schöner Freistehplatz auch nochmal. Und den Weg dorthin, den erkläre ich euch jetzt am besten einfach mal anhand unserer Karte, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Da kommt sie, die Karte. Wir sind also direkt vom Parkplatz der Trapstikfossen links abgebogen, haben den Wildmaxwegen verlassen und nach circa 1 Kilometer sind wir dann nochmal links abgebogen und kamen dann zu diesem wunderschönen Freistehplatz. Hier auch nochmal auf der anderen Karte. Hier nochmal der genaue Weg, nachdem ihr zweimal links gefahren seid, wählt ihr dann an der Y-Kreuzung den linken Weg, um dann am Wehr direkt nochmal rechts zu fahren, und da kommt ihr dann direkt, seht ihr mit der Maus den Freistehplatz. Wenn ihr an der Y-Kreuzung rechts fahrt, um dann nochmal hier an der nächsten Kreuzung den Feldweg links einzubiegen, kommt auch nochmal ein toller Freistehplatz. Den haben wir allerdings nicht ausprobiert. Wenn ihr den Weg geradeaus runterfahrt, kommt ihr direkt an einen Steg. Der ist allerdings privat. Zumindest sah das für uns so aus. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie wir hier lang gefahren sind. Da ist diese Freistehfläche, dieses Dreieck, was ihr von oben auch gut sehen konntet. Hier lässt sich's wirklich schön stehen. Der Wildmaxwegen mit atemberaubender Landschaft, toller Kultur und ja, einfach wunderschönen Freistehplätzen. Lasst uns die Natur akzeptieren und respektieren, so wie sie ist. Dann bleiben uns diese Freistehplätze auch noch lange erhalten. Und jetzt nochmal für euch Linnea Björn mit ihrem wunderschönen Song Why. Also das Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Was it enough? Skin went so thin before we cut in, you faded into your art. Stories you told fooled me, you were a king. Never let me in. Fell on a tree, then fell much deeper. Fucked up your mind and couldn't keep up. Losing your ground became a burden. Needed to numb the ones that's hurting. I can never let you go. You gave up way too fast. I will never let you go. I'll never understand why you had to let us go.